one of us if we just hold on tight. This vision that I saw is getting closer every dawn. Ooh, we are dreamers of the. Das Auto ist einfach nur gemütlich. Also man muss sich keine Gedanken machen um irgendwas. Man hat die Automatik, man hat Servolenkung. Im Endeffekt fährt er sich wie ein modernes Auto, aber ist trotzdem ein Oldtimer. Aber man vergisst das eigentlich total im Vergleich, wenn ich mit dem Käfer fahre. Ist es doch Arbeit und bei dem kann man sich wirklich reinsitzen und die Seele baumeln lassen, die Scheiben aufmachen und einfach nur einen Fahrtwind spüren. Ja, Musik höre ich auch gerne im Auto. Und es ist auch Gott sei Dank so, dass ich so tief drin sitze, dass man nicht sieht, dass ich dann immer gerne mitsinge. Aber also ich habe meine Kassette, meine Klinkenkassette, da stecke ich dann das Handy an und höre gerne laut Musik. Hi, grüß euch, ich bin Magdalena. Wir haben hier in Dietersburg und ich stehe euch meine 123er Kopie heute vor. I came from the mud, there's dirt on my hands. Strong like a tree, there's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Bei dem Mercedes handelt es sich um einen Reimport aus der Schweiz und ich habe den vor 2 Jahren im Internet gefunden. Ich habe davor einen Strich 8 gehabt und habe mich dann näher damit befasst und wollte mir einen 123er kaufen und bin so zu dem Auto gekommen. Ich habe davor einen Strich 8 gehabt und habe mich dann dazu entschieden, dass ich doch den Nachfolger nehme, weil der doch vom Zustand her noch leistbar war. Also Strich 8 war mir einfach in Zustand 1 bis 2 einfach zu teuer, kann man sagen. Und ich wollte unbedingt ein Coupé, ich habe davor eine Limousine gehabt, wollte dann einen Zweitürer und so bin ich dann auf einen 123er gekommen, der mir als Kind überhaupt gar nicht gefallen hat. Also war für mich so ein No-Go eigentlich. Strich 8 war schon immer ein Traum, aber ich habe mich dann näher damit befasst und habe dann einfach gesehen, welche Vorteile dann doch der Nachfolger hat. So bin ich dann auf dieses Modell gestoßen. Die H&R-Federn, die ich zuerst drin gehabt habe, die habe ich schon gekauft, bevor ich das Auto überhaupt zu Hause hatte. Da habe ich schon bestellt und habe dann erst überlegt, ob ich mir am 17 Zoll Felgen rauf tue, so Kerscher, Fuchsoptik. Haben wir dann auch Probe gesteckt, aber das war dann eigentlich optisch doch nicht das Wahre. Ich wollte dann eher klassischer und ich wollte dann doch 16 Zoll Alufelgen drauf haben und habe dann gleich gesagt, unbedingt BBS RS. Und habe dann auch im Internet schnell welche gefunden und zuerst gezögert, weil es doch relativ viel gekostet haben. Mittlerweile haben sie aber ein gutes Doppelte Wert, von dem her war es eine gute Investition. Aber die bleiben da auf dem Auto und also er hat im Endeffekt 3 Monate nachdem ich ihn gekauft habe, schon so ausgeschaut, wie er jetzt ist. Also habe ich da schon einen Plan gehabt, wie der am Ende durchstehen soll. Oh my love, you're such a fragile thing, I know. And with the winter comes the ice, the snow, but I'm here to hold. Also lackiert war er schon, also er war schon in einem guten Zustand. War für mich auch ausschlaggebend, dass ich den gekauft habe. Ich habe mir nur den einen angeschaut. Alles andere habe ich vorher ausschließen können, weil die meisten schon geschweißt waren und ja, einfach schlecht lackiert, was man schon gesehen hat. Und auch die Innenausstattung war nicht schön und die Farbkombination hat mir einfach ganz gut gefallen. Und deswegen kam nur der eine in Frage, den haben wir dann auch angeschaut und dann habe ich mich auch unter dem Heimfahren dazu entschieden, dass wir ihn holen, dass wir ihn mitnehmen und das war auch gar nicht weit weg.
Und dann haben wir ihn, ja, ein paar Tage drauf haben wir ihn dann abgeholt mit frisch TÜV und Inspektion. Das war dem Vorbesitzer ganz wichtig, dass alles passt. And oh my love, the seasons come and they go, but I hope you know that I won't. Die Innenausstattung ist original so, es sind eigentlich nur Kleinigkeiten verändert, die man aber jetzt nicht sieht. Also das Mittelteil, wo die Klimaanlage ist, wo der Regler ist, habe ich in Holz mir gesucht. Also das hat auch 3 Jahre gedauert, bis ich überhaupt die Blende gefunden habe. Die war davor Plastik. Und der Tobi hat mir dann eine Schalterei gefräst, also das quasi wie sagt man denn da? Also der hat mir dann die Schalter reingefräst. Und dann habe ich noch so eine original Mercedes-Box unter der Mittelarmlehne. Da sind die Schalter für das Airride eben drin und auch die Druckanzeige. Also es ist ganz oldschool mit Schalter, aber das passt mir auch ganz gut so. Und ansonsten ist noch der Bäckerradio eben drin, den Holzoptik, der ganz gut zur Mittelkonsole passt. Und der Rest ist eigentlich bis aufs Nadi-Lenkrad, das Holzlenkrad und den Schaltknauf alles original. Also der Kofferraumausbau ist jetzt erst seit 3 Jahren so, wie er jetzt ist. Davor sind da eigentlich die Leitungen und Kabel wild rumgelegt gewesen und es hat mich dann schon auch gestört. Es haben da immer wieder welche gefragt, ob ich hinten aufmachen kann und war jetzt nicht so Schmuck. Und dann haben wir eben die 2 10-Liter-Tanks verbaut und einen Kompressor und habe dann noch extra einen Original-Teppich noch dazu gekauft, dass ich den anderen nicht irgendwie zerschneiden muss. Und haben wir da eben dann die Tanks befestigt und ja, ich finde, dass das jetzt eigentlich ganz gut ausschaut. Ich wollte das ja nicht protziger, aufwendiger machen, sondern dass das eigentlich relativ original ausschaut. Fahrwerk ist ein Luftfahrwerk. Es ist ein Eigenbau aus Universal-Airlift-Bälgen und eine Kombination mit Hijacker-Dämpfern, dass man zur Not quasi, wenn die Bälge irgendwann reißen würden, dass man dann an der Vorderachse aufpumpen kann. War mir auch ganz wichtig, weil ich da einfach auch immer ein bisschen Angst habe, dass doch mal irgendwie ein Defekt sein kann. Das Fahrwerk ist eben nicht von der Stange, weil es es damals noch nicht gegeben hat für das Modell. Das hat mir der Tobi selber gebaut. Und hat auch auf Anhieb wirklich gut funktioniert und ich kann auch gut 8 cm aufpumpen, da kommt man überall hin. Leaving all my worries, I prepare for something new. Whatever it was that held me back, I'm sure it wasn't true. Holding on too long and unresolved questions hold you down. What could have been? A friendly smile has turned. Ja, ich wollte das schon für mich selber eigentlich, dass das alles sehr Hand und Fuß hat und dass das alles sehr sauber ausschaut. Und das ist auch wirklich alles so entstanden, wie ich das wollte. Also es hat mir da auch keiner reingeredet. Es ist schon so entstanden natürlich. Also ich habe jetzt beim Kofferraumausbau zum Beispiel nicht vorher genau gewusst, wie man die Tanks verbaut. Das ist schon mehr so entstanden. Aber insgesamt ist er genauso, wie man ich das vorgestellt habe und eben im Innenraum original und außen, ja. Ja, vor 5 Jahren habe ich den Mexiko-Käfer gekauft. So bin ich eigentlich auf das Luftgekühlte gekommen. Wollte dann aber unbedingt einen Typ 3 haben, den habe ich mir dann auch gekauft und den Mexiko-Käfer wieder verkauft. Der war aber allerdings gar nichts für mich, der war im Endeffekt mehr so wie der Mercedes, Automatik und innen total groß und ja, eher ein bisschen untermotorisiert, sagen wir mal so. Und so bin ich dann auf den Käfer gekommen. Vor 2 Jahren habe ich den gekauft. Der Vorbesitzer hat mich angeschrieben, weil er gerne gehabt hat, dass er hierher kommt zu uns. Und ja, dann haben wir da hingefahren und ich habe sofort, wo er die Abdeckung aber da hat, sofort gesagt, ich möchte den haben. Normalerweise ist man da professioneller und
lässt sich seine Emotionen nicht so erkennen, aber bei dem Auto bin ich anders kennen. Und ja, so haben wir den dann mit heimgeholt und der ist auch direkt in der Nähe gestanden, also nur im Nachbarlandkreis. Und ja, da war dann auch der Vorbesitzer sehr froh, dass er da hergekommen ist. The change that you've been looking for will come knock on your door. Es ist eigentlich so, dass mir das Auto nie im Stich gelassen hat. Außer 2016, wo ich das erste Mal an Wörthersee fahren wollte, wollte ich einen Tag vorher probeweise nochmal anlassen und rausfahren und einbackeln. Und dann springt das Auto nicht an. Und wir haben dann auch drauf gekommen, dass das die Lichtmaschine war, die dann Batterie quasi ausgeladen hat. Also er hat sie nicht mehr geladen. Und ja, der Tobi hat dann auch gemeint, vielleicht soll es so sein und du lässt ihn jetzt einfach daheim stehen, wir richten ihn jetzt nicht mehr her. Ich war natürlich total angefressen und dann am Wörthersee war es auch nicht das Gleiche, ohne eigenes Auto und ja, war ein bisschen traurig und nach ein paar Tagen hat es dann angefangen zum Schneien. Das war dann der Wörtherschnee und im Nachhinein bin ich da ganz froh, dass ich mit dem Auto nicht selber unten war, weil ich nicht glaube, dass ich ihn heil heimgebracht hätte. Mit Automatik, Sommerreifen und ja, war dann schon spannend. Bedanken möchte ich mich auf jeden Fall bei meinem Freund, der mir eigentlich das Auto grundsätzlich so gebaut hat, beziehungsweise haben wir es gemeinsam so gemacht und der da auch wirklich auch gute Nerven hat und mir vor allem das coole Fahrwerk gebaut hat. Und beim Reitmeier Tobias, das ist ein Spätzl von mir, der mir auch ganz viel geholfen hat. So, dann kommen wir zum Ende von dem Video. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen da. Und ihr könnt auch gerne den Kanal Sauerkrauts abonnieren und könnt gerne in die Kommentare reinschreiben, was euch an dem 123er gut gefallen hat oder was ich vielleicht noch verändern sollte oder dazu bauen sollte. Danke. Tschüss. We are dreamers of the